Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht. Liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde. Liebe, Licht und Frieden für alles, was ist, und dich, unsere liebste Alma Lucia. Und lieben Dank für schöne Essen. Guten Appetit. Okay, Alma. Das sind Alma, Raphael und Nieves. Alles, was sie essen, wäre eigentlich in der Mülltonne gelandet, wenn Raphael es nicht bei einem Biosupermarkt abgeholt und damit als Lebensmittel gerettet hätte. Alma, guck mal hier. Ja? Sie leben im Geld- bzw. Konsumstreik. Oh. Ich habe auch die ganz große Hoffnung und eigentlich das Vertrauen, dass wir als Spezies es schaffen, über das Geldzeitalter, das monetäre System, was wir eben heute haben, hinweg zu gehen. Dass wir irgendwann sagen, wir brauchen gar kein Geld mehr. Weil jeder hat seine Begabung, seine Qualitäten, die er einbringen kann. Ich habe in meinem Studium in Barcelona Erich Fromm gelesen über Sein oder Haben. So, das ist die Frage, oder? Und für mich ist das Wichtigste Sein mit anderen Leuten oder mit mir als haben etwas materiell. Ne, ein bisschen. Als junge Familie ein Zeichen setzen gegen die Verschwendergesellschaft? Na, sagen wir dir hier, guck mal, so eine Ecke. Was wollen Sie erreichen? Und wie kann es funktionieren? Mit einem Freund ist Raphael in dieser Nacht unterwegs. Zu verschiedenen Supermarkttonnen in Berlin. Für eine neue Internetplattform, Waste Leaks, wollen sie dokumentieren, was alles wo im Müll landet. Lebensmittel wegwerfen ist in Deutschland nicht verboten. Sie aus der Tonne holen, dagegen schon. Das ist ja alles echt noch ziemlich gutes Zeug. Unglaublich, was sie da so herausfischen. All dies achtlos Weggeworfene hat bei der Produktion bereits viel Energie und Wasser verbraucht, betont Raphael. Das ist sogar Saft. Auch wieder Blumen, die sehen ja aus wie neu, oder? Pure Verschwendung unserer Ressourcen. Aha, Holzofenbrot. Dagegen will er mit seinen Mitteln kämpfen. Es muss doch möglich sein, dass Menschen umdenken und sich weiterentwickeln. Daran glaubt Raphael fest. Tofu. Also das ist sogar noch in mindestens 3-4 Wochen gut. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich bin seit 29 Jahren als Gast hier auf Erden, wie ihr auch wahrscheinlich schon ein paar Jährchen hier verweilen dürft. Und ich bin ja sehr froh, hier einer der lieben Erdenbürger zu sein. Als ich schon Raphael ist mit seinen provozierenden Thesen in ganz Deutschland unterwegs. Wie kann es eigentlich sein, dass wir als Menschheit, die wir doch so ähnliche Bedürfnisse Heute hat ihn die Berufs- und Fachoberschule Augsburg eingeladen. Ethikunterricht, mehr als 100 Schüler. Hat jemand schon mal die Zahl gehört, dass wir 1 Milliarde Menschen haben, die tagtäglich, jeden Tag Hunger leiden? Das ist jeder 7. Erdenbürger. Millionen Menschen sterben sogar an Hunger. Und trotzdem könnten wir heute mit dem, was wir produzieren an Essen, über 14 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, auch da wieder eine sehr große Diskrepanz, dieser Überfluss. Zum einen, wir schmeißen sehr viel weg, aber wir geben auch sehr viel den Tieren. Den Schülern soll bewusst werden, dass bereits die Produktion der Konsumgüter viel Energie verschlingt. Und könnt ihr euch vorstellen, was ein Auto an Energie verbraucht? Ein Auto verbraucht so viel wie ein 4-Personen-Haushalt in 10 bis 15 Jahren. Am Abend zuvor ist Raphael von Berlin her getrennt. Voll lieb von dir. Der freundliche Fahrer hat sogar einen Umweg gemacht. Alles Liebe. Gute Zeit. Grüß Schlaf deine gut. Mutter und deine Familie. Mach ich, alles klar. Tschüssi. Alles Liebe, ciao. Und setzt ihn direkt bei seiner Couchsurfing-Adresse ab. Über ein weltweites Netzwerk werden kostenlose Schlafplätze angeboten. Und steck die Leute mit deinen Ideen weiterhin so an. Werde ich tun. Schön. Melanies Wohnung ist im Haus der Eltern.
Und dann habe ich noch ein bisschen Brötchen mitgebracht. Die sind auch frisch gerettet von Bio Company. Und das ist für deine Eltern hier. Lebkuchen? Lebkuchen. Ja, da werden für dich von Edeka aus der Tonne gerettet. Ich mache Dressing immer so mit Sonnenblumen. Super, du, Räume wie Essen teilen. Für junge Leute ganz normal. Ja, also die sind echt bio und echt gerettet. Wenn man von anderen Menschen etwas bekommt, es muss ja trotzdem produziert werden. Also ist ja im Endeffekt auch bei diesem Trampen und so ja trotzdem nötig, dass jemand ein Auto hat. Richtig. Wenn ein Auto sich bewegt, dann sitzt im Schnitt in Deutschland 1,3 Personen drin. Sprich, 3,7 Plätze sind noch frei. Und so ist es eigentlich mit allen anderen Ressourcen genauso. Das heißt, darüber wollen wir gerade die Menschen zum Nachdenken anregen. Konsequent nimmt Raphael für Vorträge kein Geld und keine Spesen an. Hallo. Hallo. Entschuldigung, ich bin auf dem Weg nach Berlin und wollte fragen, ob du vielleicht in die Richtung fährst. Ja, aber ich bin Ach so. bin noch Frauen, die sind zu teuer. Kein Problem. Entschuldigung, ich bin auf dem Weg nach Berlin und wollte fragen, ob du vielleicht in die Richtung fährst. Also das ist rammelvoll Okay. und eine Familie. Kein Problem. Mühsam. Wäre da nicht doch ein Zugticket manchmal ganz nett? Aber gerade wenn man eine Stunde gewartet hat oder so, dann freut man sich noch mehr, dass jemand so lieb ist und einen mitnimmt. Also von daher steigt eigentlich mit jeder Minute auch irgendwo der Zufriedenheitsgrad, wenn es dann klappt. Hi. Entschuldigung, ich bin auf dem Weg nach Berlin und wollte fragen, ob du vielleicht in die Richtung fährst. Ich fahre in die Richtung. Ja? Ja? Und glaubst du, könntest mich ein Stück mitnehmen? Ja? Super. Und dann hat er doch noch Glück. Manche Fahrer sind froh, einen Gesprächspartner zu haben auf einer langen Strecke. Das hilft vor Übermüdung. Ja, aber du kannst halt nicht dieses Volumen. Raphaels Mission begann eigentlich mit einer großen Reise. Er hatte in Den Haag European Studies studiert und nebenbei gejobbt. Mit Freunden wollte er zu einer Hochzeit in Mexiko, dann zum Klimagipfel, bewusst ohne Geld. Eine erste Demo für die Einsparung von Ressourcen. Nach 9 Monaten, 500 Fahrzeugen und vielen herzlichen Kontakten waren sie am Ziel, im Glück und Nieves schwanger. Raphael, Nieves und Alma wohnen in Dahlem, im Martin-Niemöller-Friedenszentrum der evangelischen Kirchengemeinde. Mietfrei. Dafür machen sie sich in Haus, Garten und Büro nützlich, engagieren sich mit Veranstaltungen. Nachher findet ein öffentlicher veganer Brunch statt. Sie steuern eine Gemüsesuppe bei. Sieht aus ein bisschen nicht perfekt, aber wenn du magst die ersten, was sind die ersten Kappa? Blätter oder? Blätter, ja. Sind okay. Also so wird es keiner mehr kaufen. Von daher ja, ist es dann für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Zeit, Gesundheit, Glück kann man sowieso nicht kaufen. Für Raphael und Nieves ist weniger eindeutig mehr. Einfach die ersten Blätter abmachen, so. Tja, Mensch, hast du genau hingeschaut, oder? Das ist toll. Einmal, dass du das kannst. Du Engel. Weil sie viele Leute zum Brunch erwarten, müssen sie Bänke aus dem Gartenhaus holen. Im Martin-Niemöller-Friedenszentrum engagieren sich Leute ehrenamtlich in Gruppen, wie dem Internationalen Versöhnungsbund oder Weltladen. Ja, ich glaube, dass wir hier auch sehr gut reinpassen. Also wir fühlen uns hier sehr wohl. Und auf der anderen Seite füllen wir da auch vielleicht so eine Nische, die irgendwie noch nie so bedacht wurde. Dass vielleicht die Ernährung auch was mit Frieden zu tun hat, zum Beispiel. Oder der Konsum. Raphaels unermüdliches Credo: Vorhandenes besser verteilen. Wir müssen Getreide und Soja selbst essen, anstatt damit Tiere zu mästen. Das schont das Klima und schützt vor Hungerkrisen. Bis vor einem Jahr war Raphael selbst noch Mülltaucher. Dann hat er einen Bio-Supermarkt angesprochen. Könnten wir nicht die Reste der Reste direkt bekommen? Hi, grüß dich. Schön. Tatsächlich, er fand Kooperationspartner. Abgeschriebene Lebensmittel, die die Mitarbeiter nicht wollen und Organisationen wie die Tafelläden nicht abholen, darf er mitnehmen und dann weiterverteilen. Ja, ja, danke. Da dachten wir an so eine schöne Fenchelsuppe-Eintopf. Das wäre Ja. so eine Sehr gut. Sehr Sinn gut. gekommen. Sehr gut. Wir wollen es einfach nicht wegschmeißen. Also da bin ich froh, dass jemand vorbeikommt und es persönlich noch abholt. Das ist super. Ja, also jeden Artikel, den wir sonst wegschmeißen, ist ein Artikel zu viel. Also
Deswegen finde ich es echt genial. Es ist super. Im Hof einer anderen Filiale sortiert eine Lebensmittelretterin Bereitgestelltes aus. 100 Engagierte konnte Raphael gewinnen, die nun aus 30 Berliner Filialen abholen dürfen. Das ist alles wunderbar. Das ist eine Gruppe von etwa 10 Personen, die hierher kommen insgesamt. Und wir haben uns auf Tage verteilt. Und da gibt es so Kalender bei Google Mail, wo man sich eintragen kann. Oder eben fixe Tage, wo man kommt und sagt, so, ich bin jetzt zum Beispiel Dienstag und Freitag immer da. Und wir freuen uns auch, wenn es Was Sie nicht selbst benötigen, geben Sie weiter. Da gibt es Couscous sogar, super. Und Trockenware mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum hält eigentlich ewig. Also das gebe ich dann auch nicht weiter an Umsonstladen, weil das ist natürlich für uns als Familie, gehört zur Grundnahrung dazu. Und da das sehr selten gibt und auch nicht so schnell schlecht wird, behalten wir das sehr gerne. Fette Beute, die sonst im Müll gelandet wäre. Zurück im Martin-Niemöller-Haus. Einmal im Monat laden Nieves und Raphael zu veganem Brunchen ein. Jeder bringt was mit. Es gibt ja auch so Phasen im Leben, weißt du? Raphaels Mission, das eigene Konsumverhalten verändern und dadurch etwas bewirken. Tierisches Eiweiß reduzieren und so auch Treibhausgase und Hungerkrisen. Für die Leute, die hier neu sind, auch ganz herzlich willkommen. Ihr befindet euch im Martin-Niemöller Friedenszentrum. Das war mal ein Pfarrhaus, ein altes, wo der Martin Niemöller, ein alter Kämpfer für die Freiheit und den Frieden, hier gelebt hat. Und es gibt hier immer wieder Veranstaltungen. Nieves macht einmal die Woche den Spanisch-Konversationskurs, wo auch ein paar Leute von euch schon waren, aber ihr seid immer alle herzlich eingeladen. Wann ist der immer? Immer Donnerstag und immer umsonst. Und das ist von Thomas. Ja. Ja. Falafel aus Kichererbsen und Saubohnen mit orientalischen Gewürzen. Dazwischen sind ein paar Zucchinischeiben. Ganz unten, glaube ich, noch ein paar kleine Tomaten, einfach zur Deko. Ja, wie immer ein Renner. Raphael und Nieves meinen, wie viele andere auch, dass unser Wirtschaftssystem an seine Grenzen stößt. Rote? Nee? Ah, das ist Quinoa, glaube ich. Nee, ich glaube, Sie meinen... Stattdessen suchen sie nach neuen, zukunftsfähigen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wach zu sein in seiner Zeit, das ist das Vermächtnis Pfarrer Niemöllers, der sich stark in der Friedensbewegung engagiert hatte. Im Foyer haben die Brunchgäste einen Umsonstladen aufgebaut. Jeder kann bringen und mitnehmen, was er will. Freies Geben und Nehmen wollen sie einüben. Nieves schaut auch nach den Sachen, aber sie braucht nicht mehr. Windel und Klamotten für Alma habe ich nichts gekauft, weil es gibt so viel, kannst du sehen. Aber ja, wenn ich brauche vielleicht eine Medizin oder so für Alma, ich werde kaufen, weil das Wichtigste ist die Gesundheit. Oder? Nieves ist nicht im Geld, sondern im Konsumstreik. Vom Kindergeld finanziert sie eine Krankenversicherung. 40 € bleiben übrig. Davon leistet sie sich auch mal die U-Bahn. Mit Alma kann ich nicht so radikal wie Raphael, weil meine Priorität ist, pünktlich hier zu sein, für Alma füttern oder ins Bett bringen. Und ja, aber ich versuche nicht so viel Geld benutzen. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass auch das, was Nieves tut, dass es aus freien Stücken kommt und nicht irgendwie von oben, von mir oder von irgendjemand anders aufdoktriniert ist. Und deswegen freut es mich, dass sie sich die Freiheit auch nimmt und zu sagen, ich will jetzt das und ich gönne mir das jetzt oder ich mache es mir jetzt leichter und nimm die U-Bahn, anstatt mit dem Fahrrad durch die Kälte zu fahren. Finde ich super. Raphael hat einen Bäcker in der Nachbarschaft angesprochen.
Die Zange brauchen Er erhält jetzt die Brötchen am Abend und sie werden nicht an Tiere verfüttert. Super. Ja, Mensch, vielen Dank. Und grüß deine lieben Kollegen. Ja. Ciao. Ciao. Schönen Abend noch. Dir auch. Ciao. Zu Hause im Büro des Niemöller Hauses stellt er alles gleich ins Netz. So, da sieht man ihn jetzt. Das ist ja quasi eingestellt. Seit Mitte Dezember gibt es die bundesweite Plattform Foodsharing. Sie wurde in Köln gegründet und Raphael ist für Berlin zuständig. Man kann Lebensmittel anbieten, aber auch zu erntende Obstbäume und alles, was sonst nicht verwertet würde. Essenskörbe gibt. Das freiwillige Geben und Nehmen ist Raphaels großes Thema und fester Glaube, dass das die Zukunft ist. Ja. Also hier sind wir zum Beispiel. Also ist der Mensch nicht so schlecht, also immer irgendwie ausbauen? Der Mensch ist so wunderbar gut. Du kannst es dir nicht vorstellen. Geschichtlich. Du kannst immer irgendwas finden, was nicht so gut ist. Du kannst auch morgens aufstehen und sagen, oh Mensch, es ist ja wieder mieses Wetter hier, es regnet, jetzt muss ich wieder dieses Gesicht sehen und der grüßt mich nicht. Du kannst im ganzen Leben immer irgendwas finden, was gegen dich ist, was schlecht ist. Aber du kannst auch das Gute in den Menschen sehen, in der menschlichen Entwicklung und auch in dem heute, wie unsere Menschheit zusammenwächst. Ich wollte mal fragen, was deine Eltern dazu gesagt haben, ob die mit dem Lebenswandel da einverstanden waren oder sich gedacht haben, Mai, was haben wir da falsch gemacht? Glaubst du, sie haben was falsch gemacht? Glaubst du, sie haben was falsch gemacht? Sonntagsspaziergang zu den Eltern. Ja, ich freue mich. Etwa 5 Kilometer Fußmarsch liegen vor ihnen. Den Kinderwagen haben sie dafür von einer Freundin ausgeliehen. Co-Konsum nennt sich das auf Neudeutsch. Raphaels Vater ist Architekt, die Mutter Kunsttherapeutin. Sie haben sich von Raphaels Essensgewohnheiten anstecken lassen. Heute gibt es Kürbis-Süßkartoffel-Curry. Ich fange schon mal an, ja? Ja. Vielen Dank, Mami. Und dann sind sie auf Raphaels Schulevent neugierig. Was war auch das Interesse? Wo hast du sie abgeholt? Sagen wir mal so, wo konntest du sie erreichen und abholen? Hatten die sich schon im Vorfeld mit dir beschäftigt? Ja. Also die wussten schon so, worum es geht und hatten Fragen? Aber hatten null Ahnung. Graue Energie natürlich wieder nicht. Virtuelles Wasser, so ein ganz paar. Da ist noch ein Krüppchen geblieben und die wollten noch mehr wissen. Also die haben mir schön. Und wie hat sich die Wie sieht die Familie Raphaels Leben ohne Geld? Viele auch aus der Verwandtschaft sagen, ja, das kann ja gar nicht sein und das kann man mal kurz machen, aber jetzt ist er doch in der Verantwortung, jetzt muss er doch für die Familie Verantwortung tragen. Und er tut es ja, denke ich, in vielen Bereichen viel mehr, als so der normale Mensch vielleicht so kann. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, bin sehr dankbar, dass er das übernimmt auch ein Stück weit. Sich da so ja, einsetzt und voller Enthusiasmus voranprescht. Es ist natürlich alles auch schwierig, wenn man es genau sieht, was man alles machen muss dafür. Aber der Ansatz, dass einer sagt, ich verändere mich selber, das ist schon ein Ansatz, den ich sehr hoch schätze. Also Raphael mutet ja seiner Umwelt schon durchaus was zu, aber das Wort zumuten impliziert ja auch, ich habe den Mut, dem anderen zu vertrauen, dass die Fähigkeit in ihm liegt. Und Raphael, glaube ich, kann ganz gut das so rauskitzeln an den Menschen. Termin beim Chef der Bio Company. 30 Filialen mit 80,5 Millionen Umsatz. Vor einem Jahr begann Georg Kaiser mit Raphael zu kooperieren. Mein Elternhaus war ein kleiner Edeka-Laden mit angeschlossener Fleischerei und alles, was in irgendeiner Form noch verwertbar war, wurde verarbeitet. Und bei uns, wir als Kinder, mein Bruder, meine Schwester und ich, wir durften nur die Sachen essen, die weg mussten. Ich habe das von Kind auf so erlebt und deswegen ist es für mich nichts Fremdes und deswegen war auch Raphael mit seinem Anliegen für mich nichts Fremdes, sondern wo ich sage, endlich mal einer, der das Thema aufgreift und da habe ich Spaß dran, das mitzugehen. Einer der Ausweise? Jeder der 100 Berliner Lebensmittelretter hat jetzt einen Ausweis.
Raphael würde gern in Zukunft auch weitere Supermärkte einbeziehen. Das geht Georg Kaiser aber zu schnell. Wir haben ja auch gesagt, Raphael, du bist verantwortlich, dass das seriöse Menschen sind und nicht dann irgendwie einen Unsinn damit machen oder so. Ja. Ne? Aber für uns haben wir jetzt erstmal ein System geschaffen, wo ich sage, da bin ich froh, dass das läuft. Ne? Ja. Das Ziel ist ja, bis 2014 Berlin die Stadt mit der geringsten Lebensmittelverschwendung pro Einwohner werden zu lassen. Bis 2014. Ja, also in einem Jahr sind wir da super mit dabei. Wenn du so weiter Gas gibst. Ja, ich gebe Gas. Auf jeden Fall. Raphael hat seine Berufung gefunden. Unermüdlich engagiert er sich für Lebensmittelrettung und Verteilung. In der Markthalle 9 in Kreuzberg ist ganz neu der erste öffentliche Foodsharing-Verteiler eingerichtet, mit einem frei zugänglichen Kühlschrank. Jeder kann dort was reintun oder herausnehmen. Niemand braucht einen Berechtigungsnachweis, keiner wird als arm abgestempelt. Weiter so, mein Großer. Danke dir. Wir sind alle stolz auf dich. Ja, ich auch auf dich. Der Hausmeister schaut nach dem Stand und hält ihn sauber. Danke dir. Viele Leute, die kommen 5, 6 Mal am Tag und gucken, ob das gefällt. Und manche Leute bringen auch was mit. Aber meisten wollen haben, möchten was haben. 1,5 Stunden, 2 Stunden ist alles weg. Weil viele Leute hier sind auch sehr arme Leute. Solange da ist, bitteschön, bedient euch. Fair teilen gegen die Verschwendung. Der Gedanke ließe sich weiter spinnen. Nieves benutzt gebrauchte Stoffwindeln für Alma und lebt mit Kleidung und Möbeln, die andere nicht mehr wollten. Mit ihrem Konsumstreik will sie vor allem die Umwelt schonen. Stolz zeigt Nieves ihre Kosmetikecke. Hier ist auch alles gerettet. Zum Beispiel, das war ein Tester. Das war ein bisschen kaputt. Und es gibt auch Sachen für Babys, für Alma. Creme oder für mich Brust, Warzen, Salbe. Und bueno, das ist eine Alternative für OBs und Tampons, die Menstruationstasse. Du kannst 10 Jahre benutzen, eine andere Alternative. Hat sie einen speziellen Wunsch? Zum Beispiel das brauche ich immer im Winter, aber das war auch auf der Tonne. Und ich habe, ich weiß nicht, 10 Stück. Das ist mein einziger Wunsch. Und habe ich einfach. Gracias. Im Moment mangelt es an nichts und Alma ist noch klein. Aber was ist mal später? Wovon wollen sie leben, wenn sie alt und pflegebedürftig sind? Wenn meine Mutter jetzt krank wird, natürlich helfe ich ihr da. Und so helfe ich, wenn Nieves krank wird. Und vielleicht, wenn ich krank werde, dann gibt es auch einen Freund, der mir hilft. Oder ich glaube, dass wir uns wirklich mehr als eine Gemeinschaft verstehen sollten und dementsprechend uns auch verhalten. Und deswegen diese Idee, ich zahle jetzt in irgendeine komische Versicherung ein und die gibt mir dann irgendwie mal Geld, also das ist absoluter Quatsch. Also wer daran noch glaubt, der hat entweder das Wirtschaftssystem nicht verstanden oder lebt in einer Illusion. Aber ja, er macht eine gute Arbeit, glaube ich, und das ist wichtig. Und ich unterstütze Raphael immer. Raphael geht seinen Hausmeisterpflichten nach. Im Geist spinnt er aber seine Ideen weiter. In einem Jahr hat er mit der Biokette alles klargekriegt. Man könnte doch jetzt die Fäden weiter stricken und an die anderen Supermärkte herantreten. Und so weiter. Jeder Traum, wie jede Vision, die beginnt irgendwo im Kopf und im Herzen. Das ist vielleicht auch mit dem Frieden. Also mein Traum ist immer noch, dass wir wirklich in Frieden hier auf der Welt leben, alle zusammen. Und ich glaube, das geht auch so seine Kreise und es dauert ein bisschen länger noch als ein Jahr vielleicht. Aber ich glaube, dass wir alle auf einem guten Weg sind. Es braucht wohl solche Idealisten, die zum Nachdenken anregen. Was für ein Zufall, dass unten auf dem Friedhof ein anderer großer Idealist ruht. Einer aus dem letzten Jahrhundert.
Ein sehr schöner Platz. Wir sind sehr froh, dass wir hier leben dürfen. Und in dem Haus einfach auch ein guter Geist. Seit 30 Jahren bemühen sich hier die Menschen für Frieden. Es fühlt sich einfach gut an, hier auch Teil zu sein. Das Büro des Friedenszentrums nutzen alle ehrenamtlichen Mitarbeiter. So auch Uli Sonn, der sich für den Internationalen Versöhnungsbund engagiert. Was hält er vom jungen Aktivisten im Hause? Wir haben ja als Friedenszentrum hier auch diese Losung Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und der Raphael deckt sozusagen diesen Bereich im besonderen Maße auch ab. Das ist also im Grunde das, wo wir dankbar sind, dass der Raphael in diesem Bereich Bildungsarbeit und ganz konkrete Aktionen auch miteinander verbindet. Das ist eigentlich auch charakteristisch für dieses Haus. Raphael hat gleich ein Skype-Date. Luis. Hola, querido amigo. ¿Cómo quieres empezar? ¿Quieres hablarme un poco antes de lo que ya estás haciendo? Luis aus Spanien will alles über Foodsharing wissen und es nach Spanien übertragen. Übers Internet zieht es seine Kreise. Einige haben sogar schon ihre Übersetzungsdienste angeboten. Igualmente. Ciao, Bello. Ich glaube, das zeigt einfach auch die Motivation, die da bei den Leuten einfach in den Adern steckt und die raus will. Das heißt, sie wollen aktiv werden und ja, das ist schön zu sehen, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt einfach immer mehr wird. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Du kannst auch super Deutsch. Raphael wird regelrecht überschwemmt von Journalisten. Alle wollen was über Foodsharing wissen, das seit 2 Monaten am Start ist. Der Reutersmann wird drinnen auf eine wartende Kollegin von der Berliner Morgenpost stoßen. Und dann soll Raphael auch noch fürs Radio ein Telefoninterview geben. Ja, das ist lustig. Die anderen Journalisten müssen sich derweil draußen gedulden. Zum Glück taucht jetzt auch noch ein leibhaftiger Foodsharing-Nutzer auf. Das ist eine ganz feine Sache. Ja, am Sonntag war ich unterwegs, habe ich mir Kartoffeln geholt. 4 Kilo, alkoholfrei. Also Sie machen das auch übers Internet sozusagen? Das läuft ja nur über Internet. Dann wird gehungert und bei uns schmeißen wir den Müll weg, also die Lebensmittel weg. Also das ist sowas dürfte es nicht sein. Das zeigt eigentlich, in welcher Gesellschaft wir leben. Ich komme ja sowieso aus einer anderen Gesellschaftsordnung. Ich sehe sowieso die ganze Sache hier kritisch. Aus was für einer Gesellschaftsordnung kommen Sie? Ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich komme wegen die Brötchen. Aber nur ein paar. Gestern Abend um 7 waren sie noch im Laden zum Verkauf. Ja, gestern Abend um 7. Also es ist super frisch. Teilen, das ist für Raphael die Zukunft. Von daher kann man das noch sehr weit spinnen, diesen Teilungsgedanken, diese neue Kultur, wo es nicht mehr darum geht, ich besitze, ich habe, sondern wir haben und wir nutzen gemeinsam so möglichst intelligent und effizient, wie es uns als Menschheit möglich ist. Und wie soll es mit Alma weitergehen? Wo sehen Sie als Familie Ihre Zukunft, wenn es keine Lebensmittelverschwendung mehr gibt? Die Antwort: in einem Ökodorf. In Gemeinschaft und autark. Wir denken in Spanien oder Italien oder Frankreich, aber nicht in Deutschland. Es ist zu kalt für mich. So wie wir irgendwie vom Schicksal her hierher geführt worden sind in dieses wunderbare Haus, so ist das Haus oder der Bauernhof oder das Grundstück, wo dann das Ökodorf sein wird, das ist ja auch schon da. Das muss uns nur jetzt noch finden oder andersrum. Das heißt, auch da alles ist schon vorhanden. Man muss nur die Verbindung herstellen.